In den letzten Jahrzehnten ist unser Konsum und zugleich auch die Weltbevölkerung rasant angestiegen, wodurch der Gesamtenergieverbrauch so hoch ist wie noch nie zuvor. Deswegen steigt auch der Druck, vollständig auf erneuerbare Energien umzusteigen, da fossile Energieträger begrenzt und langfristig umweltschädlich sind. Zum Gelingen der Energiewende hat sich die Solarenergie als eine der wichtigsten nachhaltigen Energieressourcen durchgesetzt. Jedoch ist auch ihr Beitrag zu einer 100%igen Versorgung mit erneuerbaren Energien begrenzt, da die Sonne als Energiequelle nur maximal die Hälfte des Tages zur Verfügung steht, Ressourcen benötigt werden, mit denen effizient umgegangen werden muss und in Ländern mit hoher Bevölkerungsdichte immer weniger freie Flächen zur Installation von neuen Solaranlagen vorhanden sind. In diesen Ländern, zu denen unter anderem auch Deutschland gehört, wird daher an verschiedenen Solartechnologien geforscht, um die Energieerzeugung durch Solarenergie noch effizienter zu gestalten und um neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden, Solarenergie im großen Ausmaß zu produzieren. In diesem Video werde ich dir die 10 interessantesten und vielversprechendsten Solartechnologien näher vorstellen. Erzeugte Solarenergie im Weltall wird bereits zur Energieversorgung von Satelliten eingesetzt. Darauf basierend stellten sich Forscher in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Frage, ob die im All erzeugte Energie auch auf der Erde nutzbar gemacht werden kann. Sie entwickelten vor ca. 50 Jahren erste Konzepte, die zeigten, wie Solarenergie im Weltall produziert und auf die Erde übertragen werden kann. Die innovative Idee sorgte zunächst für großes Aufsehen, da das Potenzial dieser Technologie aufgrund der unbegrenzten Sonneneinstrahlung und den vielen neuen, potenziellen Installationsflächen im Weltall immens ist. Jedoch stellte sich auch schnell heraus, dass einige Probleme gelöst werden mussten bzw. weiterhin gelöst werden müssen, um dessen Umsetzung zu realisieren und in Zukunft eine großflächige Nutzung dieser Technologie zu ermöglichen. Um Probleme und Herausforderungen dieser Technologie besser verstehen zu können, schauen wir uns nun ihre Funktionsweise genauer an. Grundlegend sind sehr große Solarmodule, die im Weltall stationiert werden, erforderlich. Diese werden auf Satelliten angebracht, die mit Hilfe von Raketen ins Weltall befördert und dort in ihre gewünschte Umlaufbahn gebracht werden. Die Solarmodule auf den Satelliten sind natürlich dazu da, um mit Hilfe der Sonnenenergie elektrische Energie zu erzeugen, die zur Erde gesendet werden soll. Um die erzeugte elektrische Energie möglichst verlustfrei auf die Erde übertragen zu können, muss sie jedoch vorher nochmal umgewandelt werden. In den meisten Fällen wird sie dafür in Mikrowellen umgewandelt. Die Mikrowellen werden dann über einen phasengesteuerten Mikrofrequenzstrahl zur Erde gesendet. Dort treffen sie auf spezielle Empfangsantennen, die die Mikrowellen auffangen und wieder in elektrische Energie umwandeln. Die elektrische Energie kann nun in das Stromnetz eingespeist werden und so die Energieversorgung von großen Industriegebäuden, theoretisch sogar von ganzen Städten gewährleisten. Nachdem viele Forschungsprojekte zunächst aufgrund von Problemen bei der Energieübertragung scheiterten, wurde 2023 ein großer Fortschritt erzielt, als der erste Testsatellit, der drahtlos Solarenergie aus dem Weltall auf die Erdoberfläche überträgt, offiziell eingeweiht wurde. Große Länder wie China und Großbritannien sind bereits dabei, riesige Solarkraftwerke im Weltall zu installieren, die in Zukunft die Erde mit Strom versorgen sollen. Der Hauptgrund, warum diese Technologie aber aktuell noch weit von einer kommerziellen Nutzung entfernt ist ihre Ineffizienz, was die Kosten und den Nutzen anbelangt. Das Verhältnis zwischen dem erzeugten Strom im Weltall und den Stromkosten, die dadurch auf der Erde eingespart werden können, ist nämlich noch viel zu gering im Vergleich zu den Kosten, die bei der Installation und Wartung der Anlagen anfallen. Zu den anfallenden Kosten gehören zum Beispiel die hohen Installationskosten oder die sehr teuren Raketenstarts, die bis dato nicht gerade umweltfreundlich sind. Außerdem kann bisher nur ein geringer Teil der im All erzeugten Energie tatsächlich auf die Erde übertragen werden, was mit Verlusten bei der Übertragung, aber auch mit der Größe der Antennen zusammenhängt.
Eine Vergrößerung der Antennen, die so schon sehr viel Platz einnehmen, würde nämlich bei negativer Wirtschaftlichkeit kaum einen Sinn ergeben. Wenn man sich also den vielen Herausforderungen bewusst ist, wird deutlich, dass diese Technologie kurzfristig keine entscheidende Rolle bei der globalen Energiewende spielen wird. Trotzdem wird intensiv an dieser Lösung geforscht und viele kleine Fortschritte erzielt. Wenn zusätzlich die Kosten nach und nach gesenkt werden können, kann auch diese Technologie mittel- und langfristig ihren Teil zur Energiewende beitragen. Da weltraumgestützte Solarenergie gerade erst noch genauer erforscht wird und überhaupt noch nicht klar ist, ob sie in Zukunft auch kommerziell genutzt werden kann, wurden bereits auf der Erde verschiedene Solartechnologien entwickelt, um die Produktion von Solarenergie auf neuen Flächen zu ermöglichen und damit den Ausbau und Kapazitäten weiter steigern zu können. Einer dieser Solartechnologien ist Floating Photovoltaik oder kurz Floating PV, mit dessen Hilfe Solarenergie nicht nur auf Landflächen, sondern auch auf dem Wasser erzeugt werden kann. Mit Floating PV sind generell Photovoltaikanlagen gemeint, deren Module auf Unterkonstruktionen installiert sind, die auf der Wasseroberfläche von Seen und anderen Gewässern platziert werden. Der Name dieser Technologie irritiert allerdings ein bisschen, denn die meisten dieser Anlagen bzw. deren Unterkonstruktionen schwimmen nicht beweglich auf dem Wasser herum, sondern sind am Seegrund verankert. Denn sie sind so konstruiert, dass sie sich nur leicht den Bewegungen des Wassers anpassen können, ohne dabei ihre Position zu stark zu verändern. Neben der Tatsache, dass durch Floating PV viele neue Wasserflächen zur Erzeugung von Solarenergie nutzbar gemacht werden, bringt diese Technologie auch einige weitere Vorteile mit sich. Zum einen führt der Kühlungseffekt des Wassers zu einer verbesserten Effizienz der Solaranlage, indem er den Wirkungsgrad der Solarmodule verbessert und in einigen Fällen sogar die Haltbarkeit verlängert. Zum anderen haben Floating-PV-Anlagen im Vergleich zu anderen Energieerzeugungsmöglichkeiten geringere Umweltauswirkungen. Jedoch müssen die Solarpaneele und ihre Unterkonstruktion aufgrund schwankender Wetterverhältnisse auf Seen speziell angefertigt werden, um widerstandsfähiger zu sein. Dementsprechend sind sie auch um einiges teurer als herkömmliche Solarmodule. Daher lohnen sich Floating-PV-Installationen meist nur in größeren Umfängen. Außerdem müssen, zumindest in Deutschland, vor der Installation viele bürokratische Hürden überwunden werden, wie das Einholen von mehreren Genehmigungen, was den gesamten Prozess erschwert und zeitaufwendiger macht. Nichtsdestotrotz werden Floating-PV-Anlagen aufgrund ihres großen Potenzials ständig weiterentwickelt und neue Anlagen installiert, weswegen diese Technologie teils jetzt schon und auch in Zukunft einen kleinen, aber feinen Beitrag zur Energiewende leisten wird. Um die steigenden Nahrungsbedürfnisse und Energiebedürfnisse auf der Erde gleichzeitig abdecken zu können, wurde mit Agri-Photovoltaik eine weitere Solartechnologie entwickelt, die beides miteinander verbindet. Denn mit Hilfe dieser Technologie können Landflächen zur gleichzeitigen Erzeugung von Nahrung und Strom genutzt werden. Hierbei werden die Solarmodule über den landwirtschaftlich genutzten Flächen so installiert, dass nachhaltiger Strom erzeugt und zugleich landwirtschaftliche Aktivitäten dabei nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Dadurch wird eine viel effizientere Nutzung der zur Verfügung stehenden Anbauflächen ermöglicht. Außerdem schützen die Solarpaneele die Pflanzen und den Boden vor extremen Wetterereignissen, wie zum Beispiel Hitze, indem sie Sonnenschutz bieten, was zu höheren Ernteerträgen führen kann. Jedoch muss auch hier wieder die Wirtschaftlichkeit in Betracht gezogen werden, da aufgrund der besonderen Anforderungen bei der Installation zusätzliche Kosten entstehen. Dementsprechend lohnen sich langfristig meistens nur große Anlagen oder Anlagen mit hocheffizienten Solarmodulen in Regionen mit sonnigem Klima und für Anbauflächen mit Gütern, deren Ernteerträge hohe Einnahmen erzielen. Nichtsdestotrotz hat das Interesse an Agri-Photovoltaik weltweit seit Anfang der 2010er Jahre stark zugenommen
und die Anzahl an Agri-Photovoltaikanlagen steigt stetig an. Daher stellt auch diese Technologie eine wichtige Ergänzung zur erfolgreichen Umsetzung der globalen Energiewende dar und trägt dabei noch zur ausreichenden Nahrungsmittelproduktion bei. Wie cool wäre es eigentlich, wenn man Solaranlagen nicht nur auf Dächern und Unterkonstruktionen für große Solarparks oder Floating-PV-Anlagen, sondern überall im alltäglichen Leben an verschiedenen Geräten anbringen könnte. Das ist tatsächlich möglich, aber nicht mit herkömmlichen Solarpanelen, sondern mit sogenannten Solarfolien. Solarfolien sind Dünnschicht-Solarzellen, die auf flexiblen Dünnträgermaterialien angebracht werden. Durch ihre Leichtigkeit sind sie einfach zu handhaben, womit sie sehr viele verschiedene Anwendungsbereiche mit sich bringen. Denn sie können unter anderem an Gebäudefassaden, Fahrzeugen, mobilen Geräten und sogar Textilien angebracht werden. Sie lassen sich generell sehr leicht installieren, ermöglichen eine dezentrale Energieerzeugung und sind dabei noch ästhetisch ansprechend. Jedoch gibt es auch einige Gründe, die vorläufig gegen diese Technologie sprechen und erklären, warum du Solarfolien bis jetzt noch nicht allzu häufig im alltäglichen Leben gesehen hast. Der geringe Wirkungsgrad der Folien, gepaart mit den hohen Kosten bei der Herstellung im Vergleich zu herkömmlichen kristallinen Solarmodulen, ist die bisher größte Herausforderung, der sich Entwickler und Hersteller von Solarfolien stellen müssen. Darüber hinaus versprechen sie in vielen Fällen eine geringere Haltbarkeit. Dennoch ist es bereits einigen Solarunternehmen gelungen, Solarfolien im kommerziellen Ausmaß herzustellen und zu verkaufen, während gleichzeitig an der Effizienzsteigerung intensiv gearbeitet wird. Deswegen trägt auch diese Technologie jetzt schon zur Energiewende bei und wird in Zukunft dabei eine noch wichtigere Rolle spielen. In der Vergangenheit und auch heute noch werden vor allem Dächer zur Installation von Solaranlagen genutzt, was die Energiewende unterstützt, aber noch nicht ansatzweise das gesamte Potenzial der Energieerzeugungsmöglichkeiten durch Solarenergie auf und an Gebäuden ausschöpft. Mit Hilfe von speziell angefertigten Modulen und Solarfolien ist es bereits möglich, großflächig an Gebäudefassaden Solarenergie zu erzeugen. Wusstest du aber, dass auch Fenster zur Solarstromerzeugung genutzt werden können? Auf den ersten Blick klingt das widersprüchlich, aber mit Hilfe von transparenten Solarmodulen konnte das tatsächlich ermöglicht werden. Der Transparenzeffekt bei den Solarzellen kommt dadurch zustande, dass das Trägermaterial größtenteils lichtdurchlässig ist. Zusätzlich werden oft kleine Zwischenräume zwischen den Solarzellen eingeplant, damit mehr Sonnenlicht durchgelangen kann. Dementsprechend sind solche Solarmodule in der Regel also nicht komplett lichtdurchlässig, weswegen sie auch als semitransparente Solarzellen bezeichnet werden. Die Solarzellen selbst absorbieren einen bestimmten Teil des Lichtspektrums und erzeugen daraus Solarenergie. Durch sie wird die eintreffende Lichtintensität im Gebäudeinneren verringert, was für Menschen in Wohn- und Arbeitsgebäuden, Tiere in Tierhäusern und Pflanzen in Gewächshäusern bei starker Sonneneinstrahlung sehr hilfreich ist, um vor Überstrahlung und Hitze zu schützen. Der größte Vorteil dieser Technologie liegt jedoch, wie gerade schon angedeutet, in seiner vielseitigen Anwendbarkeit. Denn theoretisch können transparente Solarzellen für alle möglichen Gebäudearten in Fenster und Verglasungen integriert werden. Warum das in der Praxis aber nicht der Fall ist, hängt damit zusammen, dass transparente Solarmodule eine deutlich geringere Effizienz aufweisen und teurer sind als herkömmliche Solarmodule. Trotzdem werden transparente Solarmodule längst schon kommerziell von Solarunternehmen verkauft und vielfältig eingesetzt. Das Potenzial, das diese Technologie mit sich bringt, ist generell sehr groß, weswegen transparente Solarzellen definitiv noch entscheidend zur Energiewende beitragen werden. Bis vor kurzer Zeit ist man davon ausgegangen, dass Solarenergie nur tagsüber mit Hilfe von Sonneneinstrahlung generiert werden kann.
Doch das stimmt nicht ganz, denn 2022 ist es Forschern gelungen, Solarpaneele zu entwickeln, die auch nachts Strom erzeugen können. Aber wie genau soll das funktionieren? Während die Erdoberfläche tagsüber Sonneneinstrahlung absorbiert, was durch Solaranlagen ausgenutzt werden kann, um daraus Strom zu erzeugen, passiert nachts genau das Gegenteil. Die Erdoberfläche gibt Wärme durch Infrarotstrahlung an die Atmosphäre ab. Es findet also ein Wärmetransport statt, durch den die Erdoberfläche abkühlt. Die Emission von Photonen, also Lichtteilchen, die Wärmeträger sind, bewirkt auch eine Abkühlung der Solarpaneele im Verhältnis zu ihrer Außentemperatur. Die Wärmedifferenz kann nun mit Hilfe eines thermoelektrischen Generators zur Energieerzeugung genutzt werden, der die Wärme in elektrischen Strom umwandelt. Der thermoelektrische Generator selbst kann übrigens relativ einfach in die Solaranlage mit eingebaut werden. Jedoch muss beachtet werden, dass die Stromerträge, die bisher dadurch erzeugt werden konnten, sehr gering und weit davon entfernt waren, einen signifikanten Beitrag zur Energiewende zu leisten. Trotzdem zeigt diese Technologie noch einmal umso mehr, dass den Energieerzeugungsmöglichkeiten durch Solarenergie keine Grenzen aufgesetzt sind und noch vieles mehr in Zukunft möglich ist. Den Strom, den du für dein alltägliches Leben verwendest, stammt hauptsächlich aus dem öffentlichen Stromnetz. Was machst du aber, wenn du in einer entlegenen Gegend wohnst und es dort kein öffentliches Stromnetz gibt? Eine der sinnvollsten Lösungen wäre die Installation einer sogenannten Off-Grid-PV-Anlage. Ähnlich wie bei netzgekoppelten Solaranlagen wird mit Hilfe von Solarmodulen Gleichstrom erzeugt, der durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Um jedoch den erzeugten Strom auch speichern und zu einem späteren Zeitpunkt nutzen zu können, sind Batterien erforderlich, dessen Ladevorgang mit Hilfe eines Ladereglers gesteuert wird. Zusammengefasst handelt es sich bei Off-Grid-PV-Anlagen also um autarke Solaranlagen, die eigenhändig Strom erzeugen und mit Hilfe von Batterien langfristig nutzbar machen. Sie werden daher in der Solarbranche auch als Solarinselanlagen bezeichnet. Off-Grid-PV-Anlagen wurden schon vor vielen Jahrzehnten erfunden und spielen indirekt eine sehr wichtige Rolle bei der Energiewende. Denn dadurch, dass sie netzunabhängig sind, werden sie nicht nur in abgelegenen Gegenden ohne Anschluss an ein Stromnetz eingesetzt, sondern legen in ihrer technologischen Grundidee auch das Fundament für viele weitere interessante Solartechnologien, die in den darauffolgenden Jahrzehnten erfunden und entwickelt wurden und die wir uns jetzt genauer anschauen werden. Off-Grid-PV-Anlagen, Solarfolien bzw. Solardünnschichtzellen. All das ebnete den Weg für die Installation von PV-Anlagen auf Fahrzeugen, so unter anderem auch auf Autos. Was zunächst vielleicht wie eine revolutionäre Erfindung der jüngeren Vergangenheit scheinen mag, ist schon seit mehreren Jahrzehnten im Gange. Denn erste Solarautos wurden bereits Ende der 1980er Jahre getestet, allerdings nur auf der Rennstrecke, wo sie bis heute für internationale Solarautorennen speziell angefertigt und eingesetzt werden. Durch die Rennen erlangten sie in den vergangenen Jahren auch in der Öffentlichkeit immer mehr an Bekanntheit. Grundsätzlich funktionieren Solarautos wie klassische Elektroautos, die jetzt schon sehr verbreitet sind. Denn auch sie nutzen elektrische Energie als Antriebsquelle, die zur Fortbewegung des Autos in mechanische Energie umgewandelt wird, um damit mechanische Arbeit leisten zu können. Der kleine, aber feine Unterschied zu den E-Autos liegt bei dem Hinzufügen von Photovoltaikzellen, die Solarstrom produzieren, der für das Fahren als Energiequelle dient. Bei kurzen Fahrstrecken und sonnigem Wetter können Solarautos sogar vollständig mit Hilfe von Solarstrom angetrieben und bei Bedarf an eine Ladestation, wie auch für elektrische Autos zum Aufladen angeschlossen werden. Neben den Solarrennautos gibt es nämlich heutzutage auch schon massentaugliche Solarautos für den Straßenverkehr, die bisher aber noch nicht öffentlich erhältlich sind, sondern nur vorreserviert werden können. Die Produktion anderer Solarautos
die bisher schon öffentlich erhältlich waren oder ab 2023 öffentlich erhältlich sein sollten, mussten aufgrund finanzieller Schwierigkeiten erstmal eingestellt werden. Trotzdem geben viele der Autohersteller nicht auf und arbeiten weiter intensiv daran, neue Solarautos für den Straßenverkehr herzustellen, um diesen in Zukunft noch nachhaltiger gestalten zu können. Nicht nur auf der Straße findet man solarbetriebene Fahrzeuge vor, sondern seit geraumer Zeit auch auf dem Wasser. Denn Solarboote werden schon seit Anfang der 2000er Jahre im kommerziellen Maßstab hergestellt und verkauft. Auch sie funktionieren ähnlich wie elektrisch angetriebene Boote, die mit einem Elektromotor ausgestattet sind, der zur Fortbewegung elektrische Energie in mechanische Arbeit umwandelt. Der grundlegende Unterschied zu elektrisch betriebenen Booten liegt auch hier wieder in der Energiequelle. Denn Solarboote nutzen dafür im Gegensatz zu elektrisch geladenen Booten nicht nur den gespeicherten Strom aus Batterien, sondern primär Solarstrom, der mithilfe installierter Photovoltaikzellen auf der Oberfläche des Bootes generiert wird. Der in den Batterien gespeicherte Strom wird bei Solarbooten nur im Notfall eingesetzt. Der erzeugte Solarstrom wird übrigens auch für die Energieversorgung anderer elektrischer Systeme auf dem Boot verwendet, wie zum Beispiel für die Beleuchtung oder die Navigation. Diese Technologie ist mittlerweile so beliebt, dass es neben Solarbooten auch schon kleinere Solarschiffe wie Solaryachten und sogar mittlerweile Solarfähren gibt, die auf dem Wasser als Transportfahrzeuge eingesetzt werden. Solarboote sind, was die kommerzielle Nutzung angeht, also schon deutlich weiter als Solarautos und leisten bereits jetzt einen sehr wichtigen Beitrag zur Gestaltung eines nachhaltigen Seeverkehrs. Solar auf den Straßen, Solar auf dem Wasser. Was fehlt, ist Solar in der Luft. Klingt verrückt, aber neben den Solarautos und Solarbooten gibt es seit einiger Zeit auch schon Solarflugzeuge. Auch sie sind mit einem Elektromotor ausgestattet, dessen primäre Energiequelle Solarstrom ist, der mit Hilfe von installierten Solarzellen auf der Oberfläche des Flugzeugs generiert wird. Für die Überbrückung von sonnenarmen Perioden in der Luft oder bei Strommangel sind sie natürlich ebenfalls mit Batterien ausgestattet, um Abstürze zu verhindern und überschüssigen Solarstrom zwischenzuspeichern. Aufgrund ihrer begrenzten Energiekapazität und deutlich geringeren Effizienz im Vergleich zu anderen Treibstoffen können Solarflugzeuge oft nur für Kurzstreckenflüge eingesetzt werden. Deswegen finden sie vor allem Verwendung bei der Erforschung von Naturgebieten oder bei Umweltüberwachungsmissionen. Des Weiteren werden sie auch gerne für Höhenflüge eingesetzt, da dort die Intensität der Sonneneinstrahlung zunimmt und somit mehr Solarstrom erzeugt werden kann, was sich positiv auf die Effizienz auswirkt und unter anderem die Flugdauer verlängern kann. Von solarbetriebenen Passagierflugzeugen ist man allerdings noch viel zu weit entfernt, um sie überhaupt ernsthaft in Erwägung ziehen zu können. Trotzdem ist es den beiden Schweizer Forschern Bertram Piccard und André Borschberg vor mittlerweile fast schon 10 Jahren ein unglaublicher Coup gelungen, der in die Geschichte der Luftfahrt eingehen sollte und einen der ersten großen Meilensteine hin zur Gestaltung eines nachhaltigen Flugverkehrs legte. Denn am 9. März 2015 wurde ihr Solarflugzeug Solar Impulse 2 offiziell eingeweiht, das sich mit den beiden Piloten Piccard und Borschberg an Bord auf eine historische Weltreise begeben sollte. Bei ihrer Weltumrundung mit dem Solarflugzeug, die insgesamt mehr als ein Jahr andauerte, legten sie mehr als 40.000 Kilometer mit insgesamt 17 verschiedenen Etappen zurück. Für den Antrieb des Flugzeugs wurde jederzeit ausschließlich direkt erzeugte oder an Batterien zwischengespeicherte Solarenergie verwendet. Die beiden Forscher verfolgten von Beginn an eine klare Vision und waren bereit, im Zweck der Wissenschaft und der Innovation mental und körperlich über ihre Grenzen zu gehen, sodass sie während ihrer Mission sogar mehrere Flugrekorde aufstellten. Als sie dann schließlich am 26. Juli
2016 in Abu Dhabi landeten, wurden sie von anderen Wissenschaftlern und Mitverfolgern des Projektes gefeiert und sorgten auch für großes mediales Aufsehen, indem sie zu einem der Hauptthemen vieler internationaler Nachrichtenkanäle wurden. Mit diesem Projekt inspirierten sie andere Wissenschaftler und bewiesen gleichzeitig jedem, dass auch die Luftfahrt in Zukunft mit Hilfe von erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Solarenergie, viel nachhaltiger gestaltet werden kann. Welche der vorgestellten Solartechnologien findest du am vielversprechendsten? Hat dich eine der Technologien besonders überzeugt oder fasziniert? Falls ja, lass mich das gerne in den Kommentaren wissen und ansonsten bis zum nächsten Mal.